habe ich gedacht, ich schaue mich mal um, was es noch so gibt auf dem Markt und bin auf Postgres gestoßen und habe dann einfach mal angefangen zu vergleichen, was kann Oracle gut, was kann Postgres gut, und das war eben damals die Zeit vom 9.1. Der technische Umstieg ist nicht das Problem, aber du brauchst einfach eine Zeit, wenn du aus dieser Welt kommst, zu verstehen, wie die Community funktioniert, wie die Prozesse funktionieren, wie du Probleme melden kannst, wie die ganze Entwicklung läuft. Das war eigentlich schwieriger als der technische Umstieg. Klar, Online-Dokumentation angefangen, dann bin ich relativ schnell auf die Mailingliste gestoßen. Ich meine, du kennst es, da läuft ziemlich alles drüber. Einfach die General am Anfang mal abonniert, dann in die Hackers ein bisschen eingestiegen. Dann angefangen, Regeln zu definieren, weil die Mailbox war dann ziemlich schnell voll. Und einfach so Schritt für Schritt, Konferenzen dann nach und nach, klar. Für die nächsten Releases, ich hätte gern, auch wenn es heiß diskutiert wird, Transparent Data Encryption drin. Weil speziell in der Pharma oder in gewissen Unternehmen brauchst du es einfach. Auch wenn es technisch vielleicht nicht unbedingt Sinn macht. Ich hoffe, der Bruce, der kriegt jetzt irgendwann mal durch. Da würde ich mich freuen, wenn das endlich kommt. Anderes Thema ist Partitionierung, automatische Partitionierung in die Zukunft, dass die Partitionen automatisch erstellt werden. Oracle kann das schon lang, wäre schön, wenn das mal kommt in Postgres. Mein täglich Brot, das ist 50-50. Schulungen geben, Schulungen schreiben, dann natürlich die Schulungen aktualisieren. Wir haben 4 oder 5 Schulungen im Postgres-Bereich. Ich unterstütze aber auch die Kunden direkt mit Architekturen, mit Beratung, also ziemlich in der Technik drin. Performance ist eigentlich gar nicht so ein Thema. Das Thema sind natürlich Migrationen von Oracle. Immer, speziell der PLSQL-Teil. Ich meine, die Daten kriegst du immer irgendwie rüber. Business-Logik wird dann schwieriger. Sehr schwierig ist, die Kunden davon zu überzeugen, dass sie aus der Community sehr guten Support kriegen, ohne wirklich einen Supportvertrag zu haben. Das verstehen viele am Anfang nicht. Wir sind hauptsächlich in Europa unterwegs, also international eher nicht. Was wir immer drauf machen, ist PG Start Statements. Du brauchst es früher oder später zur Performance-Analyse. PG TAGM, je nachdem, was du machen willst, so Volltextsuche. Das sind die wir immer drauf machen, und natürlich die ganzen prozeduralen Sprachen. Es betrifft uns, aber es betrifft uns nicht in der Art, dass wir weniger zu tun hätten, sondern die Arbeit wird einfach anders. Also unsere Kunden sind meistens in AWS unterwegs. Und wenn sie sich dann bewegen Richtung RDS für Postgres zum Beispiel, klar, dann fällt der ganze administrative Teil unten dran weg, aber es tauchen einfach andere Probleme auf. Also Backup-Restore-Prozeduren müssen anders getestet werden. Wie kommst du an die Parameter ran? Was machst du, wenn das Ding wirklich mal crasht? Kostenoptimierung, Automatismen, die ganzen Sachen. Kann ich überhaupt nicht bestätigen. Es wird nur anders. Weniger wird es nicht. Nach dem Lockdown die erste physische, ja. Klar, es gab Postgres Vision online und diverse andere, wo ich auch dabei war. Aber klar, es ist schön, mal wieder vor Ort zu sein, die Leute mal wieder zu treffen.